Dann die Chance, mit 21 schon Sous-Chef in Kitzbühel zu werden, im Neuwirt, im Schwarzen Adler. War schon eine Herausforderung, aber was mich einfach auch geprägt hat und was mich auch wahnsinnig angespornt hat. Ich schreibe keine Karte, bei mir ist es genau andersrum. Ich frage meine Bauern und Lieferanten an, was könnte nächste Woche da sein. Dann richten wir uns danach und dann versuche ich 2, 3 weitere Zutaten dazu zu packen, dass es auch immer was anderes ist. Eigentlich hatte ich überhaupt keinen Plan. Mein bester Freund damals war 2 Jahre älter als ich und hat eine Hotelfachschule besucht und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das auch noch. Habe dann die Hotelfachschule angefangen und hatte das Glück, dass wir wirklich sehr, sehr gute Lehrer hatten, die weltweit unterwegs waren. Also der Kochlehrer war auf dem Schiff damals, hat in Kalifornien gearbeitet, also wirklich sehr gut. Und der hat dann meinen eigentlichen Plan ja eher so Richtung Service, Rezeption, Hotelmanagement zu gehen, so ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, dann bin ich in der Küche gelandet. Also ich habe mich damals beworben in St. Moritz, in Kulm, in Tirol in ein paar verschiedenen 5-Sterne-Häusern, bin dann auch unterm Strich in Tirol in Seefeld gelandet, im Klosterbräu, also ein ganz altehrwürdiges Haus. Und da auch das erste Mal Kontakt mit einer Gourmetküche gekommen, weil wir halt auch ein Restaurant hatten mit 2 Hauben. Und dann war ich 3 Jahre am Arlberg, das war so das Sprungbrett für mich, weil das Hospiz halt auch wahnsinnig viele Leute kennen in der Gastronomie und ich da halt dann so richtig in dieser Gourmet-Szene dann einfach mal verankert war. Dann die Chance, mit 21 schon Sous-Chef in Kitzbühel zu werden, im Neuwirt, im Schwarzen Adler. War schon eine Herausforderung, aber was mich einfach auch geprägt hat und was mich auch wahnsinnig angespornt hat. Dann habe ich Nicole kennengelernt, meine jetzige Frau. Also in Kitzbühel war ich als Servicekraft angestellt und habe dort vorne im Service gearbeitet, also als Chef de Rang. Und Daniel hat als Koch dort gearbeitet, als Sous-Chef, aber fürs Gourmet-Restaurant. Sie hatte schon einen Pachtvertrag für ein Restaurant hier oben in der Uckermark in Templin. Das heißt, der Weg war irgendwo klar, dass wir irgendwo in die Richtung hochgehen. Für Daniel war es ein bisschen schwierig, hat dann in sämtlichen Führern reingeschaut, was so in der Nähe in Templin, ob es da sämtliche Restaurants gibt, die irgendwie Auszeichnungen hatten, war es aber nicht. Und dadurch hat er sich dann halt in Berlin beworben und hat in Berlin dann erstmal ein ganzes Jahr gewohnt. Nach einem Jahr war aber dann bei Nicole so ein bisschen Troubles in der Küche und sie hatte noch jemand gebraucht und deswegen haben wir uns dann entschieden, okay, ich gehe doch mit ins damals Kutscherhaus und wir machen das halt zusammen und haben dann einfach so über noch 3 Jahre dann so ein gut bürgerliches, also wirklich mit klassischen österreichischen Küche, mit Kaiserschmarrn, Schnitzel etc. Dann war aber bei mir so ein Punkt, wo mir einfach so dieses richtige Kochen gefehlt hat. Das heißt, wenn ein Schäfer zu mir ankam und gefragt hat, hast du nicht Lust, ein Lamm zu kaufen, habe ich sofort gesagt ja, weil das natürlich auch Spaß macht, Tiere im Ganzen zu verarbeiten. Aber wenn es dann der Gast nicht annimmt und es schwierig ist, dann stellt man sich halt immer die Frage, okay, warum und wieso läuft das nicht? Und du kannst nicht jeden Tag nur Rumpsteaks runterschneiden und braten und nett machen, sondern du willst schon ein bisschen mehr. Die alte Schule war tatsächlich eine alte Schule früher. Also 100%ig können wir es nicht sagen. Wir wissen von den Aufzeichnungen her bis 69. Dann war so ein bisschen Stillstand, dann war noch mal ein Kindergarten drin und seit 99 ist es Hotel und Restaurant. Eigentlich so, wie wir es heute vorfinden, also so von den Räumlichkeiten her. Und wir sind jetzt seit März 2010 machen wir die alte Schule und ja, haben auch noch nicht vor, so schnell wegzugehen.
Anfangs haben wir schon noch so ein bisschen Österreich regional gekocht. Mittlerweile habe ich das nicht abgestriffen, sondern einfach, ich versuche einfach meinen eigenen Kochstil zu entwickeln und da spielt jetzt für mich, klar, Österreich sind meine Wurzeln, ich komme aus Österreich und wenn ich mal einen Topfenknödel mache, dann soll der auch super sein, aber wir wollen halt hier ein bisschen was anderes machen, das heißt uns die Region hier präsentieren, uns anders präsentieren und deswegen sind die Wurzeln jetzt nicht mehr so stark geprägt. Natürlich, wenn es ein Kernöl gibt auf der Karte, dann kommt es aus Österreich und dann ist da auch eine Beziehung da, also dann kennt man den Bauern oder die Tante macht Schnaps und solche Sachen, also da sind schon immer noch Verwurzelungen da. Aber nicht mehr so, dass ich sage, okay, es hat jetzt irgendwie so diese typisch österreichischen Wurzeln. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Dolgener See. Einer meiner 8 Seen, 30 Meter Wassertiefe maximal. Das ist ein ganz klarer See, nährstoffarm, idealer Mariensee eigentlich. Ich fange hier auch Hechte, Barsche, Schleien, Brassen. Das ist so der Hauptfisch, den ich jetzt hier fange. Die sind sicherlich auch alle drin und ein paar Karpfen, ein paar wenige und ein paar Welse, aber das ist jetzt nicht der Zielfisch, den ich fange. Die Entscheidung, regional zu kochen oder mit den Sachen zu kochen, die einfach vor Ort sind, ist zum einen eine Geschichte, dass die Gastronomie halt starke Wellen schlägt. Also das heißt, wir haben unter der Woche natürlich nicht so viele Gäste wie am Wochenende. Dann fängt schon an, okay, wenn ich unter der Woche einen Fisch kriege, der 5 Kilo schwer ist und dann brauche ich vielleicht nur 10 Portionen. Was mache ich mit dem Rest? Also diese Nachhaltigkeit ist schon auch eine wichtige Sache. Wir können den Wareneinsatz viel besser erfahren, kalkulieren. Wir schmeißen wenig weg. Das sind für mich alles so Sachen, die für die Nachhaltigkeit sehr wichtig sind und natürlich auch die Frische ist eine ganz andere. Was bringt es mir, wenn ich jetzt aus Frankreich das beste Geflügel hole, wenn ich hier vielleicht was Ähnliches direkt in der Nähe habe und wo der Bauer sagt, okay, ich schlachte dir halt jeden Tag 2 Hühner, wenn du nur 2 brauchst. So sind wir halt einfach viel freier. Anfangs war es eine Not, weil wir auch tatsächlich nicht beliefert werden hier draußen. Das heißt, wir sind für die ganzen Großhändler so ein bisschen uninteressant. Dann fängt man an, so nach draußen zu gehen und über die Wiese zu laufen und die Kräuter halt selber zu sammeln. Außerdem haben wir von Anfang an gemerkt, dass die Gäste natürlich, wenn die da drüben auf den Zimmern sind und vielleicht draußen auf dem Balkon sitzen und die Küchenleute dann nachmittags irgendwie beim Sammeln sehen, haben die nochmal eine ganz andere Freude. Wenn wir die Zeit haben, wären wir ja irgendwie doof, wenn wir nicht jeden Tag sagen, wenn wir sammeln wir eine Handvoll davon, wenn es draußen vor der Tür steht. Also auf die schöne Restaurateur bin ich das erste Mal 2 Jahre nachdem wir die alte Schule übernommen haben, aufmerksam gemacht worden, das heißt 2012. Wir sind hier sehr abgeschieden auf dem Land. Ich koche mit 2 Azubis, das heißt der Austausch mit anderen Kollegen ist sehr, sehr gering oder findet eigentlich gar nicht statt. Und ich habe das für mich als Chance gesehen, mit Leuten in Kontakt zu treten, die dasselbe Problem haben, dieselben Problemchen, also mit denen man wirklich vielleicht offen sprechen kann. Und habe gedacht, gut, verlieren kannst du nichts, bewirbst dich einfach mal. Also für mich ist es eine wirklich große Ehre mittlerweile in der Mannschaft zu sein und hat mich auch extrem weitergebracht, weil man halt so viele unterschiedliche Betriebsstrukturen sieht und auch ein paar Freunde kennenlernt. Also es ist nicht so, dass man mit jedem Best Buddy ist, aber ich glaube, da sind schon immer ein paar dabei, mit dem man einfach auf einer Wellenlänge ist und das macht es halt mittlerweile für mich aus.
weiß nicht warum, aber ich habe nie darüber nachgedacht, irgendwas anderes zu machen. Ich kann nur sagen, dass es für mich einfach einer der spannendsten Berufe ist, weil kein Tag gleich ist. Es ist egal, auch wenn du dasselbe Menü 2 Monate kochst, wird nie ein Arbeitstag irgendwie gleich sein. Man lernt immer wieder neue, verrückte Leute kennen, die auch alle in der Gastronomie sind und das wie eine große Familie ist. Und ich glaube eher, man braucht dieses Gen, das zu wollen. Wenn man dann noch den Kontakt zu den Gästen hat und ein direktes Feedback und die Gäste halt happy sind, dann glaube ich, hat man schon ein ziemlich großes Glücksgefühl, wenn der Abendservice dann vorbei ist und es nicht wie in anderen Berufen, wo halt einer dann abnickt und sagt, ja okay, das war ein schönes Projekt und fertig, jetzt gehen wir ans nächste, sondern halt wirklich, wenn alles gut läuft, Leute richtig begeistern kann.